Hey Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem Python-Tutorial. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil wir wieder mal ein bisschen Python programmieren wollen, und zwar zu der regulären Serie, die ja eigentlich schon offiziell eine Weile beendet ist. Aber ich dachte mir, Mensch, eine eigene Serie nur zu Sockets, das ist zu viel. Aber ich habe tatsächlich Sockets nur in Python Hacking bisher vorgestellt und dort nicht allzu sehr detailliat. Deswegen dachte ich mir, Mensch, machen wir doch heute mal ein bisschen noch mehr dazu. Und ja, der Grund dafür ist folgender. Ihr kennt wahrscheinlich das Battle of AIs, und dazu werden wir oder planen wir aktuell noch ein bisschen mehr. Und ja, da hat sich einer aus dem Forum bereit erklärt, dazu noch einen Server-Part zu schreiben, und der wird über Sockets funktionieren höchstwahrscheinlich, und dazu braucht er natürlich dann ein Tutorial. Und ja, da dachte ich mir, Mensch, dann unterstütze ich ihn wenigstens ein bisschen und mache das Tutorial dazu. Okay. Also fangen wir an. Was ihr braucht, ist als erstes mal Import Socket. Oh, das ist dieses Mal ein bisschen groß geschrieben. Naja, egal. So kann es auch jeder auf seinem Mobilgerät super lesen. Genau. Also Import Socket. Ohne Import Socket geht gar nichts. Ja, und dann könnt ihr im Prinzip schon alles benutzen, was ihr braucht. So, ihr seht, ich habe hier zwei verschiedene Dateien. Einmal einen Client und einmal einen Server. Übrigens, diese ganzen Dateien hier unten, die dürft ihr gerne mal ignorieren. Wir arbeiten irgendwie immer in demselben Python-Projekt, was natürlich eigentlich nicht so gut ist, aber naja, passt ganz gut, und da habe ich ein bisschen rumgespielt mit einem neuronalen Netz, und da werdet ihr wahrscheinlich auch noch irgendwann drauf kommen. Aber vorerst noch nicht. Erstmal machen wir die Machine Learning Serie fertig, dann geht's da weiter. Okay, also Import Socket. So, und dann habt ihr hier einen Client und einen Server. Und der Client kommuniziert mit dem Server und der Server kommuniziert mit dem Client. Das heißt, die schicken quasi Daten an sich gegenseitig, um dann eben Informationen von dem jeweils anderen zu erlangen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil wir beides auf einem Rechner ausführen müssen. Der Trick dahinter oder die Idee dahinter ist im Endeffekt, dass der Client auf eurem Rechner läuft und der Server läuft auf irgendeinem Server, der relativ weit entfernt von euch steht, zum Beispiel in Bagdad. Und der Server in Bagdad, der empfängt dann Daten von dem Client und antwortet dann wiederum und berechnet irgendwas auf der Serverseite mit irgendeiner Datenbank und so weiter und so fort. Das könnt ihr dann alles so machen, wie ihr es braucht. Er kann aber auch einfach nur Daten an den Client schicken, damit alle Clients synchronisiert sind. Also zum Beispiel ein Date-Server oder ein Time-Server, damit alle ungefähr dieselbe Zeit haben. Also ganz einfache Sachen im Endeffekt. Und ja, wir wollen jetzt hier einfach mal beides auf einem PC programmieren, und dann könnt ihr das natürlich dann in euren Gedanken schon mal auslagern. Wichtig ist natürlich, dass ihr eine andere IP-Adresse habt. Also wir werden gleich noch mit IP-Adressen arbeiten, keine Sorge. So, wir erstellen uns jetzt erstmal einen Client-Socket. Wir nennen ihn einfach mal Client-Socket. Ist gleich so, und jetzt gehen wir hier über Socket, über diese Klasse Socket, und dann rufen wir dort was auf. Ihr seht hier, wir haben schon extrem viel zur Auswahl. Aber wir wollen einfach nur ein Socket aufbauen. Bam. So, also Socket.socket baut euch einen Socket auf. So, jetzt sind das Ding aber zwei Parameter. Das ist ja im Prinzip eine Funktion, die euch den Socket baut. Und ja, wir brauchen hier erstmal Socket. So, und hier kommt jetzt die Protokollfamilie hinten dran. Das heißt, was für Protokolle wollt ihr benutzen? Ihr wollt ins Internet, also nehmen wir einfach mal AF-inet. Ihr seht, es gibt hier noch ein paar andere Sachen, ich zeige es euch gerade mal. Es gibt hier iNet, es gibt Apple Talk, es gibt haufenweise verschiedene Sachen. Hier ist auch Bluetooth dabei. Das heißt, es gibt nicht nur Internet-Sockets, also nicht nur Sockets, die irgendwie übers Internet funktionieren, sondern es gibt auch lokale Sockets, die zum Beispiel eben über das Protokoll Bluetooth funktionieren oder IPv6, deswegen iNet 6. Und ganz, ganz viele verschiedene Arten. Ich kenne die selber auf jeden Fall nicht alle. Das wäre total wahnsinnig, die alle zu kennen, auswendig. LLC kennt ihr vielleicht noch, wobei ich weiß nicht genau, wahrscheinlich kennt ihr LLC nicht. Bridge oder eine Brücke könntet ihr vielleicht kennen. Bluetooth ist wahrscheinlich das bekannteste nach dem Internet. Aber ihr seht, da gibt es einen Haufen verschiedene Möglichkeiten. Socket bedeutet einfach nur, wir eröffnen einen Stream über ein Netzwerkprotokoll, und hier müssen wir eben angeben, welches Netzwerkprotokoll wir wollen. Also in unserem Fall gehen wir über die Internetfamilie, sprich über IPv4 in unserem Fall hier, weil wir nicht iNet 6 angegeben haben. Okay, wenn ihr mehr zu dem ganzen Thema erfahren wollt, ich plane aktuell schon eine Netzwerktechnik-Serie, da werden wir dann über diese ganzen Protokolle noch mehr reden. So, und dann habt ihr hier hinten noch eine Protokollart. Das heißt, vorne gebt ihr die Protokollfamilie an, hinten dran gebt ihr die Protokollart an. So, ich werde das jetzt hier erstmal
in die nächste Zeile setzen, damit ihr das auch alles gut lesen könnt. Socket. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, die Protokollart anzugeben. Was wir benutzen, ist sock-dgram. Das ist zunächst einmal ein UDP-Socket. Jetzt, was ist UDP und was ist TCP? UDP schreibt sich, wie gesagt, mit sock-dgram. Hier steht schon, während sock-stream ist der TCP-Socket. TCP bedeutet, ihr habt ein Transport Control Protocol, ihr habt einen zuverlässigen Dienst. Sprich, wenn ihr Daten an euren Server schickt oder der Server schickt welche an den Client, dann kommt die auch ganz sicher dort an. Das heißt, es wird über Verbindung, also die Daten kommen nicht unbedingt dort sicher an, aber es wird eben sichergestellt dadurch, dass ihr Quittungen habt und so weiter und so fort. Das heißt, ihr bestätigt gegenseitig das jeweilige Paket, was hingeschickt wurde. Es funktioniert ein bisschen anders im Endeffekt wie UDP. UDP schickt einfach nur irgendwelche Daten ins Netz rein und hofft einfach, dass sie ankommen. Das heißt, hier müsst ihr gut überlegen, welchen von beiden ihr nehmt. In den meisten Fällen wollt ihr wahrscheinlich einen SOC-Stream benutzen. Wisst ihr was, wir machen das auch mit dem SOC-Stream. Macht deutlich mehr Sinn, weil UDP wird teilweise nicht mal mehr von allen Routern unterstützt, weil es eben nicht zuverlässig ist und die meisten Protokolle irgendwie zuverlässig sein wollen. Deswegen nehmen wir SOC-Stream jetzt einfach mal hier. So, und jetzt habt ihr schon den Socket aufgebaut, voll easy. Was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst natürlich noch sagen, wo soll denn das ganze Ding eigentlich hin? Das heißt, ihr könnt nicht einfach sagen, hey, ich schicke Daten. Ja, der Client weiß ja noch nicht, wo der Server überhaupt steht. Das heißt, muss er jetzt irgendwie nach Bagdad schicken oder muss er nach Timbuktu schicken? Deswegen muss er hier auch noch irgendwelche Informationen bekommen, wo dieses ganze Ding hin soll. Also wollen wir uns sozusagen auf diese IP-Adresse verbinden. So, und jetzt brauchen wir natürlich diese IP-Adresse irgendwoher oder den Namen von unserem Server von mir aus auch. Das heißt, wir sagen, hey, wir wollen unseren Client-Socket verbinden, also .connect. So, und jetzt sehen wir hier Self und Address, das heißt, Client-Socket ist ja schon das Self und jetzt hier die Adresse rein. So, die Adresse ist jetzt als erstes mal, wir wollen uns jetzt hier erstmal auf unseren lokalen PC verbinden. Klar, später wollen wir das Ganze auf dem Server haben, aber in unserem Fall ist es einfach nur auf dem PC. Und in unserem Fall ist es dann auch ganz einfach die 127 habe ich gesagt, nicht 12.0.0.1. Das heißt, wir verbinden hier sozusagen auf unseren Local Host, also da, wo wir lokal einen Server hosten würden. Hier muss dann später, wie gesagt, die IP-Adresse von eurem Server rein. Das ist ganz wichtig, wenn ihr da einfach nur 127.0.0.1 eingebt, dann versucht ihr immer quasi auf euren eigenen PC zu verbinden. Das macht natürlich relativ wenig Sinn. So, und jetzt haben wir hier hinten dran noch den Port, zum Beispiel 1337, den könnt ihr euch quasi frei aussuchen. Und jetzt ist ganz wichtig, dass hier nochmal Klammern drumherum müssen. Warum müssen da Klammern drumherum? Das ganze Ding ist das war jetzt im Prinzip die Serveradresse. Ihr seht, Address ist gleich. Das ist im Prinzip nur die Serveradresse. Das heißt, ich lagere das nochmal aus. Server Adresse. Und das ist ein Tuple. Das nennt sich einfach so, weil es aus zwei Werten besteht. Das heißt, hier Klammer auf, Klammer zu und hinten, zwischen den Werten ein Komma. Bedeutet, ihr habt in einer einzigen Variable zwei Werte, falls ihr Tuples noch nicht kanntet. So, und jetzt muss natürlich hier die Serveradresse rein. Und ja, jetzt haben wir uns sozusagen auf unseren Server verbunden. Klar, wenn der Server nicht da ist, wie er jetzt zum Beispiel noch nicht läuft, dann ist einfach mal niente, da läuft da nichts. Aber jetzt können wir, also dieses .connect, das braucht ihr auch nur, wenn ihr mit TCP arbeitet. Bei UDP könnt ihr einfach die ganze Zeit senden bzw. empfangen, weil UDP hat keine Verbindung, das ist verbindungslos, sprich ihr habt auch keine Garantie, ob eure Daten ankommen. Aber im Fall von TCP braucht ihr eine Verbindung. So, jetzt nächster Schritt ist also Daten senden oder empfangen. Wir sagen jetzt einfach mal, wir wollen Client, nicht Server, Client.send. Na, komm schon. Okay, und was wollen wir senden? Naja, wir wollen irgendeine Nachricht senden. Hi. Alternativ oder direkt danach können wir jetzt hier natürlich auch etwas empfangen. Das heißt, wir sagen print, wir wollen das Ganze erstmal ausgeben, was wir empfangen und sagen zum Beispiel nein, das machen wir tatsächlich erst nachher. Wir wollen jetzt erstmal unseren Server schreiben. So, der Server läuft quasi als separates Programm. Er läuft ja nicht mal auf eurem eigenen Rechner. Das heißt, er läuft auch wirklich woanders. Und deswegen brauchen wir hier logischerweise auch eine zweite Datei.
Und wir sagen hier drin auch wieder Import Socket, logischerweise, denn ohne Socket können wir gar nichts machen. Genau. So, und jetzt geht's weiter, indem wir hier sagen, okay, wir wollen jetzt hier keinen Client Socket, sondern einen Server Socket. Also wie ihr eure Variablen nennt, ist eure Sache, aber wir brauchen hier einen bisschen anderen Socket. Im Endeffekt bauen wir ihn erstmal gleich Socket.Socket und die Protokollfamilie erstmal Socket.AF-INET. Und dann natürlich, wir wollen auch hier eine TCP-Verbindung. Wenn ihr einmal das eine benutzt und das andere mal das andere, dann ist blöd gelaufen. Deswegen sagen wir hier sock_stream. So, also bauen tun wir ihn im Endeffekt gleich. Was wir hier aber noch anderes machen, ist, wir binden ihn. Das heißt, wir sagen ihm, er soll jetzt auf einen bestimmten Port die ganze Zeit abhören. Und dieses Abhören machen wir durch ein sogenanntes eben Bind. Das heißt, wir sagen hier serversocket.bind. Und jetzt kommt hier auch wieder die Adresse ins Spiel. Was man hier meistens macht, ist folgendes. Man sagt socket.getHostname. GetHostName da unten. So, und das ist erstmal, also Achtung, hier auch wieder die Tupelklammern nicht vergessen. Socket.getHostName ist quasi der Name eures aktuellen Servers. Das heißt, bei uns wird es erstmal 127.001 ausgeben, aber wenn ihr das dann auf irgendeinem Server laufen lasst, dann hört der automatisch auf das Richtige. Das heißt, ihr könnt das Ding auslagern, auf welchen Server ihr es auch immer wollt. Ihr müsst es nicht hier eingeben, sondern ihr sagt einfach, hey, der hört jetzt auf den aktuellen, auf dem PC, den er läuft. Also im Prinzip, ja, fast unnötig. So, und jetzt müssen wir hier aber denselben Port nehmen, wie hier drüben auch. Also 1337 ist wirklich hier fix. Wenn wir hier drüben was anderes nehmen, dann funktionieren die nicht mehr. Der schickt dann einfach sozusagen Daten an das falsche Postfach oder der andere hört auf das falsche Postfach. Das heißt, die beiden sind dann nicht kompatibel, wenn hier nicht dieselbe Zahl steht. Also in unserem Fall muss es hier wirklich 1337 sein. Okay. So, und jetzt, Achtung, wie gesagt, hier diese Tupelklammern sind extrem wichtig. Ich lagere das jetzt aber hier nicht aus. So, und jetzt sagen wir dem, er soll zum Server-Socket werden, indem er einfach anfängt zu hören. Das heißt, er hört ab sofort einfach den Port ab. .listen. Und jetzt sehen wir hier, Backlog ist die Variable, die wir hier noch setzen müssen. Und Backlog bedeutet in unserem Fall, wenn wir hier jetzt zum Beispiel eine Zahl wie 7 eintragen oder sowas, dann heißt es, wir akzeptieren bis zu 7 Clients, die sich auf einmal mit unserem Server verbinden können. Das heißt, 7 Leute, die auf einmal sagen, hey, ich will jetzt hier irgendwas mit dir machen. Das heißt, ihr müsst hier definitiv mit Multithreading arbeiten. Ihr müsst euch auch die Videos zum Multithreading in dem Fall schon angeguckt haben oder jetzt angucken. Gibt es auch in meiner Playlist zu Python, sind mittlerweile sehr, sehr viele Videos, die auch wirklich fortgeschritten sind. Weiß ich, aber ihr wollt natürlich auch coole Sachen schreiben und deswegen braucht ihr da auch Multithreading dazu. Multithreading deswegen, damit ihr nicht irgendwie nach einem Client den bearbeitet und die anderen 6 müssen eben warten. Das funktioniert nämlich nicht so geil, wenn die warten müssen, kommt ein schlechtes User-Gefühl auf. Deswegen hier entweder eine 1 eintragen, zum Beispiel, dann akzeptiert ihr nur eine Verbindung und die anderen müssen eben können sich nicht verbinden. Da muss der Client entsprechend angepasst werden, dass er die ganze Zeit probiert, ob er darf und ja, hier quasi mit While-Schleife arbeiten oder was besser ist eigentlich, hier eine relativ hohe Zahl angeben, zum Beispiel 10 Clients dürfen auf einmal sich verbinden und ihr bedient alle Clients gleichzeitig, das heißt, ihr müsst hier aber auch wirklich damit arbeiten, Multithreading richtig zu benutzen. In unserem Fall werden wir jetzt hier nur mit 1 arbeiten, weil wir auch nur einen Client hier starten und so schnell können wir gar nicht 5 Clients starten. Aber wenn ihr natürlich eine reale Serveranwendung habt, dann ist es mal kein Wunder, wenn sich da 10 Clients auf einmal verbinden. Das ist ja eigentlich nicht viel, das sind nur 10 Leute, die auf einmal ihr Programm starten. Und wenn es eine Weile läuft, das Programm, dann ist es natürlich 10 Stück überhaupt nicht viel. Also ich meine, überlegt mal, wie viele Leute auf einmal YouTube angucken. Das sind deutlich mehr als 10. Gut, ihr werdet nicht so eine Riesenseite schreiben wollen wie YouTube, da wird ein Server auch nicht ausreichen, aber trotzdem, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Okay, so, was wir jetzt eben machen wollen ist, okay, wir warten auf eine Verbindung, jetzt müssen wir aber trotzdem schauen, dass wir hier wirklich die ganze Zeit Verbindungen akzeptieren, denn der Server soll ja nicht wieder aufhören, nachdem sich der erste Client verbunden hat. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich eine While-True-Schleife und ihr seht, hier ist es tatsächlich nützlich, solche Endlosschleifen zu programmieren. So, und jetzt akzeptieren wir erstmal Verbindungen, die von außen reinkommen. Das heißt, wenn sich jemand verbindet mit unserem Socket, dann wird der akzeptiert und wir können mit dem weiterarbeiten. Sprich, wir bauen uns hier einen Client-Socket mit einer gewissen Adresse
Und das ist auch wieder ein Tupel, was da rauskommt, also als Ergebnis einer Funktion sozusagen. Und wir akzeptieren die von unserem Server-Socket, das heißt serversocket.accept. Bam. So, und jetzt warten wir sozusagen, bis eine Verbindung von außen reinkommt. Und wenn eine Verbindung reingekommen ist, Achtung, und das ist der Teil, der hier parallelisiert werden muss, also mit Multithreading, sagen wir, okay, wir wollen einen neuen Thread laufen lassen. Das heißt, zum Beispiel, also in unserem Fall brauchen wir das jetzt nicht, aber nur so als Idee, was ihr dann machen wollt. Ihr baut euch eine Klasse mit einem Thread drin, also zum Beispiel Client, Bodenstrich-Thread ist gleich Client-Thread. Okay, so kann man das vielleicht nicht unbedingt nennen. Wir nennen das hier jetzt einfach mal CT. CT ist gleich Client-Thread. Das ist eine Klasse, die es hier noch nicht gibt. Keine Sorge. Und da stopfen wir jetzt einfach den Client-Socket rein. Das wäre dann im Konstruktor, dass das automatisch kreiert wird. Und dann sagt ihr hier ct.run. Das wäre so die ideale Lösung, wenn ihr hier das Ganze als Klasse bauen wollt und dann eben, wie gesagt, Multithreading. Okay. So werden hier mehrere Threads akzeptiert. Was jetzt aber hier sinnvoller ist, weil wir das eben nicht machen, ist, wir sagen irgendwas jetzt mit diesem Client-Socket, was wir machen wollen. So, was wir jetzt hier allerdings noch ändern müssen, ist mir gerade aufgefallen, sorry, wegen socket.getHostName. Das funktioniert super, wenn ihr es irgendwie auf einem Server laufen lasst. Wenn ihr aber mal hier euren socket.getHostName macht, dann wird sozusagen der Name eures PCs ausgegeben, was natürlich hier drüben nicht mit dem 127.0.0.1 übereinstimmt. Das heißt, hier müssen wir, weil wir es lokal laufen lassen, leider sagen, okay, wir geben hier 127.0.0.1 direkt von der Hand aus ein, sonst steht hier irgendwie was wie Morpheus Desktop oder sowas bei mir. Bei euch weiß ich nicht genau, wie ihr euren PC genannt habt. Okay, so, was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen natürlich diese Daten, die vom Client kommen, empfangen. Das heißt, wir nehmen an, hey, diese Daten sind jetzt gerade übers Internet gekommen und wir empfangen die jetzt. Das heißt, also wir wollen jetzt hier nicht irgendwie in die Multithreading-Geschichte eingehen, wir arbeiten ja nur mit einem einzigen Client, sondern wir sagen hier einfach nur ganz easy, wir wollen jetzt ein paar Daten empfangen und die wollen wir ausgeben. Das heißt print, so, und jetzt client-socket.receive. Receive ist die andere Information, je nachdem, wie rum ihr das eben macht. Wenn wir jetzt hier auf dem Server sagen receive, dann empfängt der Server Daten vom Client, aber der Server kann natürlich auch den Send-Befehl hier benutzen, den wir hier benutzt haben, und kann dann eben sagen, okay, wir schicken Daten an den Client vom Server aus. Das geht hier genauso. Das heißt, wir können hier auch Send benutzen, aber in unserem Fall haben wir jetzt schon Daten hier rüber geschickt und wollen jetzt Receive machen. Das heißt, Receive, so, und hier muss jetzt reinkommen, wie viel Buffer-Size wir haben wollen. Und hier ist es irgendwie sinnvoll, eine Zweierpotenz zu nehmen. Das heißt, sowas wie 1024 ist Standard oder 2048. Arg viel mehr werdet ihr eigentlich nicht benutzen wollen. Aber wir nehmen jetzt hier einfach mal 1024, das ist ganz in Ordnung. So, und wenn wir das jetzt starten, ich habe hier schon mal diese Runtime Configurations hier erstellt, damit wir das auch schnell machen können. Wenn wir das jetzt hier starten, erstmal den Server laufen lassen, ist ganz wichtig, dass der Server zuerst läuft, denn der Client bricht einfach ab, wenn er nicht connecten kann, und wenn der Server nicht da ist, dann kann er nicht connecten. Sprich, der Server muss laufen, der akzeptiert ja hier die Verbindung und der Client kann dann nachgestartet werden. So, und jetzt werden wir gleich einen Fehler bekommen. Bam! Was ist das für ein komisches Ding? Wenn ihr mit Python 2 arbeitet, also 2.7 in dem Fall dann habt ihr den Fehler nicht. Das ist sehr, sehr geil, wenn man den Fehler nicht hat. Wenn man den Fehler aber hat, und das wird euch in Python 3 immer passieren, weil Python 3 mit Strings ein bisschen strikter geworden ist, dann sehen wir hier str does not support the buffer interface. Was bedeutet das? Wir haben hier drüben bei der Send-Operation ein Problem, dass das hier nicht akzeptiert wird, aber der Server hat trotzdem schon was empfangen, nämlich B und dann leeren String. Aber wir haben eigentlich Hi geschickt. Das ist nicht das, was wir geschickt haben, das ist blöd. Okay, also was ist passiert? Wir müssen hier Bytes schicken. Bytes im Sinne von wirklich nur, ja, Bytes eben. Also nicht irgendwie ein String, der ja schon kodierte Bytes ist, sondern wirklich rohe Einsen und Nullen. Und zwar 8 davon. Also ein Byte sind 8 Einsen und Nullen. Also sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wäre ein Byte. Und in das müssen wir jetzt unseren String hier umwandeln. Das ist jetzt erstmal mega kompliziert, macht aber Sinn, weil eben wir schicken das Ganze über eine physische Leitung, wenn wir es übers Internet schicken, und da können natürlich nur 1 und Nullen dargestellt werden. Wie gesagt, wartet auf meine Netzwerktechnik-Serie, ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Aber was jetzt hier eben passiert ist, wir müssen das irgendwie umwandeln. Und das ist gar nicht so schwer, denn Python unterstützt das alles. Und wenn wir hier einen String haben, dann müssen wir den einfach nur sozusagen
umwandeln in Bytes und auf der anderen Seite müssen wir eben die Bytes wieder in String umwandeln. Das ist gar nicht kompliziert. Also das ist im Prinzip ein einziger Call. Wir importieren hier einfach noch sys, import sys, also für System. Und jetzt können wir sagen, wir wollen das Ganze einfach umwandeln. Halt nein, sys brauchen wir glaube ich gar nicht. Ist was anderes. Stimmt. Okay, sys war Schwachsinn. Was wir machen wollen ist, wir wollen das Ganze in Bytes umwandeln. Bytes Built-in steht dabei, stimmt. Und jetzt geben wir hier einfach den Text an und jetzt müssen wir aber hier noch die Codierung angeben. Das heißt, in was für einer Codierung ist dieser Text geschrieben? So, jetzt fragt sich der eine oder andere wahrscheinlich, hey, was ist denn das? Was ist denn überhaupt so eine Codierung? Und wir geben jetzt hier einfach UTF-8 an. UTF-8. Auch wenn hier kommt Unexpected Argument, ich habe das hier mal eingeklappt, Unexpected Argument, das bedeutet einfach nur, dass er gerade irgendwie nichts damit anfangen kann, weil irgendwie ist mein PyCharm hier auf Python 2.7 und da gibt es dieses UTF-8 angeben nicht unbedingt. Das ist aber sehr, sehr geil, weil jetzt könnt ihr hier nämlich auch Ü und diese komischen Smileys, die wirklichen UTF-8, ihr könnt auch Chinesisch damit verschicken, soweit ich weiß. Also wirklich alles, was ihr hier reinschickt an String, kann übermittelt werden. Das ist sehr, sehr geil. Es wird hier quasi einfach dieser String über UTF-8 in wirklich so ein Byte-Stream umgewandelt. Das heißt, das, was wir hier gerade gemacht haben. Und diese Bytes können dann über unseren Socket geschickt werden. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal auf, starten erstmal den Server hier und danach, also ihr seht, der läuft. Und danach starten wir den Client und gucken mal, was passiert. So, Client Process Finished with Exit Code 0, das bedeutet, er hat nichts ausgegeben, er hat einfach nur alles übermittelt. Hier steht ja auch nichts von wegen Print oder sowas, er hat einfach nur die Daten an den Server übermittelt. Das ist doch schon mal geil. Auf der anderen Seite, der Server sagt B High. Nicht ganz das, was wir erwartet hatten, aber näher an der Sache dran als davor. Er hat immerhin ein High empfangen. Und ihr seht, so kann man auch super irgendwie eine Chat-Anwendung schreiben. Das würde ich euch mal als Übungsaufgabe hier vorschlagen. Ihr könnt mal einfach einen Chat schreiben und ja, das ist eine ziemlich coole Sache eigentlich. So, das Problem ist hier, wir receiven irgendwas. Dieses Receive hier, wenn ich mal drüber fahre, steht hier Class, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, Class Socket Type, also das ist im Prinzip nicht wirklich relevant. Das Problem ist, dass wir auch Buffer wieder, also Bytes empfangen. Und zwar 1024 Bytes. Naja gut, ein String mit High ist keine 1024 Bytes lang. Problem ist, er ist trotzdem in Byte-Form, deswegen dieses B hier vorne dran. Und das heißt, wir wandeln das ganze Ding einfach wieder um. Das heißt, wir sagen hier, das, was hier rauskommt, ist eigentlich ein Byte-Stream, also ein paar Bytes. Und jetzt sagen wir hier, okay, Message, also MSG, ist gleich das hier. So, das ist das, was ankommt. Und was wir jetzt aber ausgeben wollen, ist nicht die Bytes davon, sondern den String davon. Das heißt, wir nehmen hier str, Klammer, Klammer, das heißt, wir wandeln es sozusagen um und wir nehmen jetzt die Bytes, die wir empfangen haben, die Message, und wandeln das mit derselben Codierung wie drüben auch wieder um, also in UTF-8. Wie gesagt, das führt einfach dazu, dass ihr hier wunderbar alle Strings oder sowas darstellen könnt. So, und jetzt brechen wir erstmal den Server wieder hier ab und starten den Server neu. Und danach starten wir den Client neu. Und der Client finisht mal wieder und der Server gibt uns einfach nur noch ein High aus. Und so könnt ihr jetzt wunderbar mit Clients und Servern umgehen. Klar, ist noch nicht alles, was man dazu machen kann. Wenn ihr Bock habt und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, teilt das Ganze und wir werden sehen. Vielleicht mache ich dann sogar noch ein bisschen mehr zu Sockets, falls ihr Bock drauf habt. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was genau und falls ihr Lust habt. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.